Die italienische Großbank Unicredit greift überraschend nach ihrem deutschen Konkurrenten Commerzbank. Unicredit erwarb 9% an der zweitgrößten deutschen Bank und will noch mehr. Die Hälfte des Anteils an der Commerzbank hatte die Unicredit durch den Kauf eines 4,5%-Pakets erworben, das der deutsche Staat über Nacht am Markt platziert hatte. Der Bund hatte vergangene Woche ja angekündigt, seine Anteile an der Commerzbank Schritt für Schritt abzubauen. Nun hält er noch 12%. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise mit Kapitalhilfen von mehr als 18 Milliarden Euro gerettet. Ja, und laut Financial Times ist die Commerzbank auch tatsächlich offen für Gespräche über das weitere Zusammengehen mit der Unicredit und die Anleger auch. Die Aktie derzeit 18,2% im Plus, damit natürlich größter Gewinner im DAX. Und das ist natürlich auch der größte Kurssprung seit März 2020. Die Bundesregierung übrigens, die ist vom Unicredit-Einstieg bei der Commerzbank überrascht worden. Und die Deutsche Bank und deren Anleger offenbar auch. Zu Handelsstart war die Deutsche Bank noch unter den größten Gewinnern im DAX. Mittlerweile wird die Konkurrenz auf dem Heimatmarkt aber offenbar als zu groß angesehen oder einfach als eine verpasste Gelegenheit. Die Aktie jedenfalls unter den größten Verlierern. 1,5% geht es derzeit runter. Der DAX selbst heute insgesamt leicht im Plus, nur ganz leicht. Die Anleger halten sich lieber zurück, 0,4%. Immerhin geht es momentan nach oben. Am Nachmittag gibt es ja die Inflationsdaten aus den USA. Erwartet wird, dass die Verbraucherpreise im August nur noch um 2,6% zum Vorjahr gestiegen sind. Und das wäre ja schon nahe dem 2%-Ziel der US-Notenbank. Die Zinssenkung im September also nicht in Gefahr. Unter den größten Gewinnern im DAX heute auch Covestro. Na, jetzt gerade leider nicht mehr, aber ansonsten den ganzen Tag über. Angeblich will nämlich der Ölriese ADNOC ein offizielles Kaufgebot abgeben. Und das begrüßen die Anleger. Die Aktie zwischenzeitlich 2% im Plus. Also jetzt wieder etwas zurückgefallen. Dafür aber Siemens, Infineon, Porsche und Adidas. An der Spitze im MDAX heute HelloFresh. Laut einer Pflichtmitteilung hat sich Co-Firmenchef Dominik Richter Papiere über 10 Millionen Euro an dem Lebensmittellieferanten gesichert. Und das halten viele für ein gutes Zeichen. Die Aktie war zwischenzeitlich mehr als 15% im Plus. Jetzt immerhin noch ein Plus von 12,3%. Und die Meyer-Werft ist gerettet, zumindest vorerst. Heute hat nach dem Bundestag auch der Niedersächsische Landtag den Weg freigemacht für den Einstieg des Staates. Geplant ist, dass Bund und Land mit 400 Millionen Euro Eigenkapital einsteigen und vorübergehend rund 80% der Werft übernehmen. Zudem sichert die öffentliche Hand mit Bürgschaften von rund 2 Milliarden Euro Bankkredite ab. Die letzten Details sollen bis spätestens Sonntag geklärt werden. Die Eigner Familie Meyer soll eine Art Rückkaufoption bekommen. Künstliche Intelligenz beschäftigt die Welt und heute ganz besonders, denn Welt empfängt heute zum KI-Gipfel in Berlin. Hier treffen sich internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und diskutieren über Datensicherheit, die Weiterentwicklung der generativen KI, Regulierungen und die europäische Souveränität bei künstlicher Intelligenz. Und zu diesen Themen hat mein Kollege Dietmar Deffner mit den Teilnehmern gesprochen. Beim Welt-KI-Gipfel trifft sich heute alles, was Rang und Namen hat in der KI-Welt in Deutschland. Und jetzt bei mir im Interview begrüße ich Martin Daut, den Vorstandschef von Quirion. Sie sind in der Geldanlage tätig. Wie wird denn nach Ihrer Ansicht KI die Welt der Geldanlage verändern? Ja, das hat heute begonnen, denn wir launchen heute sozusagen den ersten deutschlandweiten KI-Vermögensberater. Und KI wird in der Bankenlandschaft wirklich ihren Platz finden, denn alles, was man im Standard machen kann, auch in der normalen Retail-Beratung, mit normaler Produktberatung, können KI-Systeme sehr viel besser und kontinuierlicher erledigen. Wird man also künftig nur noch dem Roboter seine Geldanlage überlassen? Also theoretisch ja. Ich glaube, dass es natürlich nach wie vor Menschen geben wird, weil Menschen brauchen Menschen. Andererseits die junge Gesellschaft, die junge Bevölkerung, die interessiert es nicht mehr so. Wenn sie den Mehrwert nicht erkennen an einer Menschen- und der Beratung, werden sie sich zu Systemen hinwenden. Und KI ist ein probates Mittel, fast menschlich zu kommunizieren mit einer Technik. Aber wie gut ist KI denn als Fondsmanager, als Geldanleger? Kann KI denn besser Kurse und Kursentwicklungen vorhersagen, als das menschliche Analysten können? Nein.
kann es nicht. Die Finanzmarktforschung ist seit 40, 50 Jahren da sehr eindeutig. Man kann aus der Historie keine Prognosen treffen über Kurse, die nächste Apple oder was auch immer. Wir sehen ja selber, wie sich die Welt über die Jahre oder jetzt auch immer schneller verändert. Das können KI-Systeme nicht vorhersagen. Sie können aus Zeitreihen lernen, sie können sicherlich Muster erkennen, aber diese plötzlichen Themen, die kommen, keine Chance. Deswegen braucht man einen Menschen in der Kapitalanlage und in der Kapitalmarktforschung. Herr Daudt, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses kurze Interview. Und Dietmar Deffner hatte außerdem Gelegenheit, mit dem KI-Chef von SAP, Philipp Herzig, zu sprechen. Herr Herzig, wie stark wird denn KI nach Ihrer Meinung in den kommenden Jahren die Welt verändern? Ich glaube, es ist mittlerweile unbestritten, dass KI die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, fundamental verändern wird. Und wir bei der SAP wollen unseren Beitrag leisten, das in einer zuverlässigen und einer verantwortungsvollen Art und Weise für Unternehmen auf der ganzen Welt zu tun. Wie sieht aktuell Ihr Beitrag zu KI bei SAP aus? Nun müssen es so sehen, ne? Die Weltwirtschaft läuft gewissermaßen auf SAP. 80% der Transaktionen, der Geschäftsabwicklung laufen in irgendeiner Form über ein SAP-System. Und wir bauen KI in diese Geschäftsprozesse ein und bringen damit KI direkt dahin, wo der Endanwender ist, direkt in die Unternehmen. Und das ist der Beitrag, wie wir KI glauben, den Beitrag in der Weltwirtschaft zu platzieren. Wie kommt das bei Ihren Kunden an? Unsere Kunden wir haben mittlerweile 27.000 Kunden, die KI schon benutzen. Und wir haben jetzt über unsere ganzen Partnerschaften über 100 verschiedene Anwendungsfälle in unsere betriebswirtschaftlichen Prozesse eingebaut, die sehr großen Anklang bei unseren Kunden finden, im Personal, in Finanzen, in der Lieferkette oder auch beispielsweise in der Beschaffung. Wie zufrieden sind Sie mit der KI-Regulierung in Deutschland und Europa? Aus meiner Sicht müssen wir eine ausbalancierte Art und Weise finden zwischen auf der einen Seite regulieren, um natürlich auch das Gut und die Werte in Europa zu schützen. Gleichzeitig müssen wir auch gucken, dass natürlich Innovation weiter zum Tragen kommt. Wir sind mittlerweile zum Schluss gekommen, wir beschäftigen uns mit dem Thema seit 2018 und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich beides zusammen auch wiederum Innovation fördert. Insbesondere bei unseren Personalanwendungen, wo der Mensch im Vordergrund stehen muss, und da ergeben sich auch viele neue Möglichkeiten, Innovationen voranzutreiben. Philipp Herzig, ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview.